Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute mal wieder auf F21 und zwar hier auf meinem Battle Mage. Ich habe mir gedacht, ey, wir haben hier so eine schöne Stufe gerade am Start. Ja, ich habe kürzlich die Stufe 666, Schnapszahl, ja, oder Teufelszahl oder Zahl des Tieres, glaube ich auch genannt, ja, keine Ahnung, erreicht. Und das ist ein sehr, sehr cooler Meilenstein für zwischendurch. Und wir haben ja auch schon lange nicht mehr auf den Battle Mage geschaut. Da ist auf jeden Fall einiges in der Zwischenzeit wieder passiert. Nachdem wir die 400.000 Stärke erreicht haben, bin ich jetzt dabei, Ausdauer nachzuziehen. Das möchte ich wieder so in Richtung 50-50 lenken und dann immer so in 50k Schritten, so dann 450k Stärke, ne? Und dann ziehen wir Ausdauer hinterher etc. pp. Ne? Und ja, dadurch, dass ich jetzt wieder auf Ausdauer gegangen bin, eine Zeit lang, hat sich auch ganz schön was bei der Fähigkeit des Kampfmagiers getan, und zwar den Arkan-Kometen. Das Ganze wurde hier auch optisch überarbeitet, weil ja jetzt eine neue Klasse mit dem Paladin dazu gekommen ist, der ja nochmal mehr Leben hat als der Krieger, Battlemage oder Druide, was ja vorher die drei Klassen waren, wohingegen der Arkane Komet am meisten Schaden gemacht hat. Natürlich nur prozentual bis zu 33%, ja, aber dadurch, dass halt eben manche Klassen mehr und manche weniger Leben haben, ja, ist das halt eben hier auch unterteilt. Und der Paladin, der bringt jetzt damit nun noch einen weiteren Step, was für den Arkan-Kometen aber nicht schlecht ist, weil wir hier tatsächlich bis zu 716 Millionen Schaden machen können, ja. Das Wort, ja, also wir legen hier Wert auf das Wort können, ja, denn es wird wahrscheinlich in nächster Zeit nicht passieren, dass ich mal so viel Schaden machen werde gegen irgendeinen Paladin, weil wir natürlich vom Level her schon ziemlich weit sind und da muss erstmal ein Paladin überhaupt erstmal hinkommen, dass wir den ja bis zu 33% abziehen können von dem Leben, was er hat. Ne, jetzt, wie gesagt, auch gerade auf dem alten Server hier, ja, da haben wir vielleicht ein paar Paladine als Aufholer. Wenn wir mal Paladin hier ich wollte schon wieder googeln sagen, wie letztes Mal, ne, eingeben, dann haben wir hier einen Paladin, ne, aber das macht natürlich nicht so viel Damage hier, weil das prozentual immer nur bis zu 33% macht, der Arkane Komet, ne. Allerdings, falls es mal so weit sein sollte, dass es mal dazu kommt, dass wir einen Paladin als Dungeon-Gegner haben, dann könnte es gut und gerne schon mal sein, dass wir da prozentual den Schaden raushauen können. Das wäre dann definitiv von Vorteil, würde ich sagen. Ja, wir können ja mal einen Screenshot machen, wie viel so ein Skillpunkt, das mache ich immer mal ganz gerne, wie viel so ein Skillpunkt so an Damage so ausmacht, ne? Wir skillen mal hier einmal drauf. Gerade beim Paladin wird das jetzt wahrscheinlich ein etwas höherer Unterschied noch darstellen, als es eben bei den Krieger und so war. Genau, und dann haben wir hier einmal, ja, hier haben wir die 593 gehabt. Und jetzt haben wir die 59, warte mal. Wir haben hier, warte mal, 593 haben wir jetzt hier, genau, und wir hatten vorher die 591, genau. Also um, ja, roundabout 2000 Schaden hat sich das Ganze hier erhöht, ne, durch einmal Ausdauer-Skillen. Das finde ich so geil bei der Klasse. Man skillt einmal Ausdauer und dann kann sich der, ne, prozentual, beziehungsweise dann kann sich nicht der prozentuale Schaden, sondern der Maximalschaden bis zu 33%, ja, um 2000 einfach erhöhen gegen den Paladin, ne? Beim Krieger sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Aber ne, umso weniger Leben die natürlich haben, umso weniger passiert da natürlich dann auch. Aber mal ganz spannend zu sehen auf jeden Fall. Ne? Wir können ja mal, das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht hier auf dem Account, wo wir jetzt gerade auch beim Thema Dungeons waren mit dem Paladin, können wir ja sehr gerne mal in die Dungeons reingucken. Wie ihr wisst, der Battle Mage ist jetzt auch unbedingt nicht eine Klasse, die jetzt so im PvE so stark ist, und deswegen, ja, gucken wir mal rein, was wir so in der Monstergrotte jetzt anrichten können. Ja, vor allen Dingen, na gut, wir haben hier mit dem haarigen Bräutigam gerade wieder Magier vor uns. Ich hatte ihn schon 1-2 Mal im Stream tatsächlich mal probiert. Allerdings
liegt er da nicht, aber ganz knapp. Also wir haben hier gute Chancen gegen den auf jeden Fall, den zu besiegen. Und ich denke, der wird heute auch fallen. Das werden wir heute auch hinkriegen. Wenn wir mal ein Video machen mit ein paar Dungeons, dann lassen wir uns die Chance hier auf jeden Fall nicht entgehen. Und da ist er nicht down. Also ja, das war jetzt, aber da wurde ich jetzt ja ausgeraubt hier bei dem Try. Also das ist ja krass. Also da habe ich jetzt gedacht, okay, ne, das wird ja wohl jetzt reichen. Allerdings, ja, gut, haben wir da jetzt nicht so viel Schaden rausgehauen, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwie mal einen ganz guten Try mal hinkriegen sollten. Dann lassen wir das mal durchlaufen. Also, auch wieder so knapp, ne? Dann sollten wir das eigentlich heute hier schaffen. Und dann, boah, das gibt's ja nicht. Und dann haben wir den hier auch live im Video gleich festgehalten, weil ich mache wirklich, und das ist auch wirklich so, auf den alten Accounts mache ich wirklich keine Dungeon Tries ohne euch. Also wenn ich mal irgendwo Dungeons ein bisschen rein try, dann mache ich das immer im Video, weil ich das natürlich auch festhalten will. Geil, und da haben wir ihn auch schon down. Sehr schön, den Try gucken wir uns nochmal ganz kurz an hier. Ja, okay, da hat Marquardt richtig viel rausgehauen. Da mussten wir jetzt gar nicht mehr so viel dazu beitragen. Aber ist ja in Ordnung, wenn hier die Begleiter ein bisschen was regeln. Dann kann man das auf jeden Fall machen hier. Sehr schön. Da, oh, boah, das war ja wieder so, das war ja wieder so ein Versuch wie vorhin schon. Okay, wir haben Epic. Mal gucken, was bringt das jetzt mittlerweile? Ja, gut, alles klar. Das ist jetzt nicht der Rede wert. Großartig. Wen haben wir hier danach? Den Monster Truck mit Geschick. Das heißt, hier können wir wieder, zack, den Arkan-Komet reinscheppern. Aber ich glaube, der wird jetzt nochmal wieder ein bisschen schwieriger werden als der Gegner gerade. Deswegen lassen wir da mal hier das an der Stelle sein, würde ich sagen. Ja, wir gucken uns mal ein paar Tries an. Ich habe auch auf dem Account hier jetzt nicht so sehr viele Pilze, sag ich mal. Deswegen, ja, nee, das bringt, glaube ich, nichts. Also, wie gesagt, generell, wir gucken mal kurz nochmal in den... Okay, in den Sandsturm. Wie es hier aussieht. Ja, gut. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt hier so random weiterkommen. Aber das scheinen wir, glaube ich, so einen kleinen Blocker gelegt zu haben. Und dadurch können wir hier ein paar Etagen vielleicht auch weiter uns durchgrinden. Das ist natürlich nicht verkehrt. Ansonsten, ja, wie gesagt, ist es halt eigentlich eher unnötig, hier Dungeon Tries zu machen. Weil einen das jetzt sowieso nicht großartig weiterbringt jetzt hier an der Stelle. Das bisschen XP, was man bekommt, das kriegt man früher oder später auch. Ne? Und ich sage es ja auch immer wieder, umso höher man im Level ist, ne, umso mehr schneidet man sich ins eigene Fleisch, weil umso weniger XP bekommt man natürlich dann auch. Ne? Und das ist dementsprechend dann nicht so schön. Das Equipment wird zwar besser und die Steine und so, ne, das ja, aber die XP wird dann eher rückläufig und ist eigentlich dann, ja, eher kontraproduktiv, sage ich mal, irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Ne? Ja, ansonsten ehrenhallentechnisch halten wir uns ganz gut, würde ich sagen. Ich bin des Öfteren in den Top 10 ungefähr. Kommt aber auch mal vor, also ich würde sagen, ich schwank so zwischen ja, Platz 20 und 10. Immer so, eigentlich so in dem Bereich hier würde ich sagen, so circa roundabout hin und her. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Leistung hier auf dem Battle Mage und ja, generell die Gilde Rising Phoenix ist hier am Dominieren, ne? Ist ja auch international gut aufgestellt hier auf Platz 6 weltweit momentan. Also das läuft auf jeden Fall, da kommen wir nicht vom Fleck, wir verschlechtern uns aber auch nicht. Also die Gilde zieht auf jeden Fall aktiv durch. Wir haben hier eine besseres Durchschnittslevel als in meiner Main-Gilde auf F9 mit Celtic. Ja, da hier haben wir einfach im Schnitt mehrere Leute, die ja, High-Level sind als bei der anderen Gilde und dementsprechend auch ja, natürlich irgendwo mehr oder weniger auch verdient hier auf Platz 1 beziehungsweise auch auf Platz 6 in der IHOF, ne? Und ja, das ist ja mitunter die Battlemage-Gilde gewesen von dem Server W27 früher.
ja, da können wir ja mal ganz kurz mal einen Try uns in der eHof anschauen. Ist jetzt ja gemischt, auch mit unter anderem dem W23-Server, wo ja der Assassine gelauncht ist. Also wir haben hier zwei Launch-Server auf dem Fusionsserver hier. Einmal den Battlemage und einmal fusioniert dann auch mit dem Assassinen-Server, als der released worden ist. Oder nee, das war es, nee, war das W21 jetzt? Ach, jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich glaube, das war W21, ne? Und W27 war der Battlemage und ich glaube W23. Ja, ich glaube W23 war. Ah, ist auch schon wieder so lange her. Ich glaube W23 war es, wo der Assassine gelauncht worden ist. Kann auch 21 sein, aber ich glaube, es ist 23. Ja, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig sicher. Also ungefähr. Ihr seht es auf jeden Fall, wir haben hier einen guten Anteil an Battle Mages hier in der Gilde gehabt. Ne? Und ja, deswegen sind wir da eigentlich auch so PvP-technisch eigentlich ganz zufriedenstellend aufgestellt. Hier haben wir ein paar sehr starke Assassinen auch mitunter hier in der Gilde natürlich, ne? Und ja, wir schaffen es aber leider nicht, uns auf Platz 5 zu kämpfen. Da ist Avanchurnichi dann doch immer noch mal ein bisschen stärker. Wir bleiben wirklich konstant immer auf Platz 6, leider. Aber nach wie vor ist das ja trotzdem immer noch vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Ne? Jo, ansonsten war das jetzt erstmal soweit ein kleiner Einblick für den Battle Mage seit langem mal wieder. Hat sich ein bisschen was getan, Statpunkt-technisch, Equipment nicht wirklich. Ist immer noch so gleich geblieben, aber ja, es geht hier auf jeden Fall auch stat-technisch voran, würde ich sagen. Alles klar. Ansonsten war es das soweit von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.